Guten Tag an alle. Ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich bin heute so müde. Ich war heute Morgen im Fitnessstudio und meine Beine tun weh. Guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Peter, oh nein, was hast du denn heute gemacht? Erzähl mal. Also, ich stehe normalerweise um 6 Uhr morgens auf. Dann trinke ich erst ein Glas Wasser, bevor ich mit dem Training beginne. Heute war es aber besonders schwer. Wirklich? Warum war es heute so schwer? Habt ihr das auch schon erlebt, liebe Zuhörer? Manchmal ist es so schwierig, morgens aufzustehen und Sport zu machen. Ja, genau. Ich wollte eigentlich im Bett bleiben. Aber ich habe mir gedacht, Peter, du musst aufstehen. Du hast dein Ziel. Also bin ich aufgestanden und habe meine Sportkleidung angezogen. Das kenne ich gut. Ich mache auch Sport, aber ich bevorzuge den Abend. Morgens bin ich einfach keine Sportsfrau. Wann macht ihr am liebsten Sport, liebe Zuhörer? Schreibt es uns in die Kommentare. Interessant, Adele. Ich habe früher auch abends trainiert. Aber mein Arzt hat gesagt, Morgentraining ist besser für den Stoffwechsel. Also habe ich meine Routine geändert. Das ist wirklich interessant. Was machst du denn genau im Fitnessstudio? Ich kann mir vorstellen, dass du sehr fleißig bist. Also, ich fange immer mit Aufwärmübungen an. Ich laufe etwa 10 Minuten auf dem Laufband. Das ist wichtig, damit sich die Muskeln aufwärmen. Danach mache ich Dehnübungen. Dehnen ist wirklich wichtig. Ich vergesse das manchmal leider. Und was kommt nach dem Aufwärmen? Nach dem Aufwärmen mache ich Krafttraining. Heute habe ich Beinübungen gemacht. Kniebeugen, Ausfallschritte und Beinpresse. Deshalb tun mir die Beine so weh. Oh, das klingt wirklich anstrengend. Kniebeugen sind super für die Beine, aber sie sind auch sehr schwer. Liebe Zuhörer, kennt ihr Kniebeugen? Auf Englisch sagt man dazu Squats. Genau. Ich mache normalerweise 4 Sätze mit je 20 Wiederholungen. Heute war das Gewicht aber etwas schwerer als sonst. Mein Trainer hat das Gewicht erhöht. Du hast einen persönlichen Trainer? Das ist toll. Ich würde auch gerne einen Trainer haben. Ist das teuer? Es kostet schon etwas, aber es lohnt sich wirklich. Mein Trainer heißt Marco und er ist sehr streng. Aber er weiß genau, was er macht. Ohne ihn wäre ich nicht so weit gekommen. Das glaube ich dir. Ein guter Trainer macht einen großen Unterschied. Und wie lange trainierst du schon so regelmäßig? Ich trainiere seit ungefähr 2 Jahren regelmäßig. Am Anfang war es sehr schwer. Ich bin 2-mal in der Woche gegangen. Jetzt gehe ich 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio. Wow, 4-mal pro Woche. Das ist beeindruckend, Peter. Liebe Zuhörer, wie oft macht ihr in der Woche Sport? Schreibt eure Antwort in die Kommentare unten. Wir sind sehr neugierig. Ja, schreibt es uns. Ich finde es immer interessant zu wissen, wie andere Menschen ihre Sportroutine gestalten. Jeder Mensch ist anders und jeder hat seine eigene Methode. Das stimmt. Ich zum Beispiel mache 3-mal pro Woche Yoga. Yoga ist meine große Leidenschaft. Es ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist. Yoga ist wirklich wunderbar. Ich habe es einmal ausprobiert, aber es war für mich zu ruhig. Ich brauche etwas mit mehr Bewegung und mehr Energie. Das verstehe ich. Jeder Mensch ist verschieden. Manche mögen Yoga, andere mögen Fußball und du magst Gewicht heben. Das Wichtigste ist, dass man sich bewegt und Spaß dabei hat. Absolut. Bewegung ist so wichtig für die Gesundheit. Aber Adele, du hast Yoga erwähnt. Was genau machst du beim Yoga? Ich weiß nicht so viel darüber. Also, beim Yoga gibt es viele verschiedene Positionen, die man Posen nennt. Ich mache zum Beispiel die Kriegerpose, die Baumpose und den Sonnengruß. Der Sonnengruß ist eine Abfolge von Bewegungen. Klingt interessant. Und wie lange dauert eine Yogastunde bei dir? Meine Yogastunden dauern meistens 1 Stunde. Ich mache das zu Hause mit einem Video im Internet. Das ist sehr praktisch, weil ich keine Zeit verliere, ins Studio zu fahren. Oh, das ist eine gute Idee. Online-Training ist wirklich praktisch geworden. Ich nutze manchmal auch Apps für mein Training. Gibt es Apps, die du empfehlen kannst? Liebe Zuhörer, schreibt eure Lieblingssport-Apps in die Kommentare. Ja, das ist eine super Frage. Ich benutze zum Beispiel eine App, die mir sagt, wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe.
Es ist wichtig, den ganzen Tag aktiv zu bleiben, nicht nur beim Sport. Das stimmt. Ich sitze ja viel im Büro. Da ist es wichtig, regelmäßig aufzustehen und ein bisschen zu gehen. Mein Arzt sagt, ich soll mindestens 8000 Schritte pro Tag machen. 8000 Schritte. Das ist ein gutes Ziel. Ich versuche 10.000 Schritte am Tag zu erreichen. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Aber ich versuche es jeden Tag. Das ist der richtige Geist. Ich finde, man sollte nicht zu streng mit sich selbst sein. Wenn man mal einen Tag nicht trainiert, ist das kein Problem. Der nächste Tag kommt bestimmt. Genau das. Peter, ich wollte noch fragen, was isst du nach dem Training? Ernährung ist ja auch sehr wichtig beim Sport. Gute Frage. Nach dem Training esse ich immer etwas mit viel Eiweiß. Meistens ein Omelett mit Gemüse oder einen Joghurt mit Haferflocken. Eiweiß hilft den Muskeln beim Aufbau. Oh, das klingt lecker und gesund. Ich esse nach dem Yoga meistens einen grünen Smoothie. Mit Spinat, Banane, Apfel und etwas Ingwer. Das gibt mir viel Energie. Einen grünen Smoothie mit Spinat? Das klingt nicht so lecker, Adele. Aber ich glaube dir, dass es gesund ist. Hahaha, ich weiß, es klingt komisch. Aber der Geschmack ist wirklich nicht so schlimm, wenn man Banane und Apfel dazu gibt. Man schmeckt den Spinat kaum. Liebe Zuhörer, trinkt ihr auch Smoothies? Schreibt es uns. Ich vertraue dir, Adele. Vielleicht probiere ich es mal. Aber zurück zum Sport. Ich wollte noch sagen, dass Stretching nach dem Training auch sehr wichtig ist. Das vergessen viele Leute. Oh ja, das stimmt. Stretching, also Dehnen, hilft gegen Muskelkater. Wenn man das vergisst, tut alles am nächsten Tag weh. Das kennst du sicher, oder, liebe Zuhörer? Muskelkater ist wirklich schmerzhaft, aber es zeigt auch, dass man hart trainiert hat. Heute werde ich auf jeden Fall gut dehnen und dann eine heiße Dusche nehmen. Das hilft immer. Eine heiße Dusche nach dem Sport ist wirklich herrlich. Ich mache das auch immer. Und danach ein kleines Nickerchen vielleicht? Haha, ja, ein kleines Nickerchen wäre jetzt schön, aber ich muss noch ins Büro. Keine Zeit für Schlaf am Nachmittag, leider. Oh, du armer Peter. Erst so hart trainieren und dann noch arbeiten. Du bist wirklich sehr fleißig. Liebe Zuhörer, bewundert ihr Peter auch? Ich finde es toll, wie diszipliniert er ist. Danke, Adele. Disziplin ist wirklich wichtig. Am Anfang war es sehr schwer, regelmäßig zu trainieren. Aber nach ein paar Wochen wird es zur Gewohnheit. Man vermisst es sogar, wenn man mal nicht geht. Das glaube ich. Man sagt, es dauert ungefähr 3 Wochen, bis etwas zur Gewohnheit wird. Stimmt das bei dir auch, Peter? Ja, ungefähr so. Bei mir hat es vielleicht einen Monat gedauert. Ich musste mich wirklich zwingen in den ersten Wochen. Aber jetzt ist es ein fester Teil meines Tages. Das ist wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch mit Sport anfangen möchtet, dann fangt klein an. Nicht sofort jeden Tag trainieren. 2-mal pro Woche reicht am Anfang völlig. Absolut. Das ist ein sehr guter Rat, Adele. Und man sollte Übungen wählen, die einem Spaß machen. Wenn Sport keinen Spaß macht, hört man schnell wieder auf. Ganz genau. Deshalb ist Yoga so gut für mich. Es macht mir wirklich Freude. Und ich fühle mich danach immer so ruhig und zufrieden. Das ist ein tolles Gefühl. Ich fühle mich nach dem Krafttraining auch sehr gut. Man hat so ein Gefühl von Stärke und Energie. Auch wenn die Beine wehtun, fühlt man sich insgesamt gut. Das Endorphingefühl. Sport macht glücklich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn ihr also manchmal traurig oder gestresst seid, liebe Zuhörer, dann macht Sport. Es hilft wirklich. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe bemerkt, dass ich viel besser schlafe, seit ich regelmäßig trainiere. Früher hatte ich manchmal Probleme mit dem Einschlafen, aber jetzt schlafe ich sofort. Oh, das ist so ein wichtiger Punkt. Guter Schlaf ist so wichtig für die Gesundheit. Und Sport hilft wirklich dabei. Ich schlafe nach dem Abend-Yoga auch immer sehr gut. Genau, Sport, guter Schlaf und gute Ernährung. Das sind die 3 wichtigsten Dinge für ein gesundes Leben. Klingt einfach, aber es braucht Disziplin und Geduld. Perfekt gesagt, Peter. Und liebe Zuhörer, das sind auch 3 tolle deutsche Wörter zum Lernen. Sport, Schlaf und Ernährung. Könnt ihr diese Wörter auch auf Deutsch aussprechen?
Sehr gut, Adele. Wir üben hier Deutsch ganz natürlich, ohne es zu merken. Das ist das Schöne an Wow Spoken German. Man lernt Deutsch, während man interessante Gespräche hört. Genau das ist unser Ziel. Wir freuen uns immer so sehr, wenn unsere Zuhörer schreiben, dass ihr Deutsch besser geworden ist. Das motiviert uns wirklich sehr. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen vorschlagen möchtet, über die wir sprechen sollen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns über jede Nachricht. Ja, bitte schreibt uns. Ihr seid so wichtig für uns. Ohne euch würde Wow Spoken German nicht existieren. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und uns unterstützt. Und eine Frage haben wir noch für euch zum Schluss. Was ist euer Lieblingssport? Laufen, Schwimmen, Radfahren, Fußball, Yoga, Krafttraining? Schreibt eure Antwort unten. Oh, das ist eine tolle Frage. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Ich tippe, dass viele von euch laufen mögen, weil man es überall machen kann. Vielleicht. Oder viele mögen schwimmen. Schwimmen ist wirklich gut für den ganzen Körper und ist auch sehr sanft für die Gelenke. Meine Mutter schwimmt zum Beispiel jeden Tag. Das ist toll. Schwimmen ist wirklich ein fantastischer Sport für alle Altersgruppen. Auch ältere Menschen können gut schwimmen. Es ist eine sehr gesunde Aktivität. Stimmt. Und es macht auch im Sommer besonders viel Spaß. Natürlich. Im Freibad oder im See schwimmen ist wunderschön. Oh ja! Im Sommer am See schwimmen ist eines meiner liebsten Dinge. Das ist aber kein richtiger Sport, das ist einfach Freude, haha. Haha, das stimmt. Aber auch Freude ist wichtig für die Gesundheit. Man sagt ja, Lachen ist die beste Medizin. Und ihr macht uns immer Freude, liebe Zuhörer. Das ist so schön gesagt. Peter, ich glaube, wir sollten jetzt langsam zum Ende kommen. Deine Beine brauchen Ruhe und du musst noch ins Büro. Du hast recht. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit uns und habt vielleicht auch ein paar neue deutsche Wörter gelernt. Und vielleicht seid ihr jetzt auch motiviert, mehr Sport zu machen. Das wäre wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. Das hilft uns sehr. Ja, bitte abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wir laden jede Woche neue Inhalte hoch, speziell für Deutschlerner wie euch. Und teilt unseren Kanal auch gerne mit Freunden, die auch Deutsch lernen möchten. Je mehr, desto besser. Deutsch lernen macht zusammen viel mehr Spaß. Absolut. Und jetzt, liebe Adele, gehe ich erst ins Büro und dann nach Hause, um meine müden Beine auszuruhen. Bis zur nächsten Episode. Ja, ruh dich gut aus, Peter. Und liebe Zuhörer, wir sehen uns in der nächsten Episode von Wow Spoken German. Bis dann, tschüss und bleibt gesund. Tschüss an alle. Macht weiter Sport und bleibt motiviert. Auf Wiederhören.